Ein ordentliches DeFi-Protokoll für den Optionshandel zu finden, ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Entweder sind die Gebühren zu hoch, die Benutzeroberfläche ist kompliziert und so gar nicht intuitiv, es gibt nicht genügend Handelsliquidität oder es wimmelt nur so vor Code-Fehlern. Doch es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir haben eine Plattform für euch getestet und können euch sagen, diese lohnt sich einmal auszuprobieren, wenn ihr mit Optionen Geld verdienen wollt. Mehr dazu nach dem Intro. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wer diesen Kanal schon etwas länger verfolgt und kennt, der weiß, wie sehr wir Optionen lieben. Genau deshalb gibt es auch eine extra Playliste mit bereits über 30 Videos und Shorts, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Optionsprotokolle gibt es ja viele, wie wir zum Beispiel hier auch auf DeFi Lama sehen können. Wenn wir da mal die Liste an Optionsprotokollen runterscrollen, stellen wir fest, dass hier bereits über 60 Stück bei DeFi Lama gelistet sind. Aber nur die wenigsten von diesen DeFi-Protokollen taugen auch wirklich etwas, beziehungsweise die wenigsten erlauben es, auch ausgefallenere Strategien anzuwenden. Der Platzhirsch von den DeFi-Protokollen, was das Trading-Volumen angeht, ist momentan Derive, wie wir hier auf Platz 1 sehen. Und genau dieses Protokoll sehen wir uns heute auch etwas genauer an. Das Protokoll Derive gibt es tatsächlich schon etwas länger. Den operativen Betrieb hat das Protokoll 2021 bereits aufgenommen, wie wir hier auch in der Historie von DeFi Lama sehen können. Wichtig ist zu erwähnen, dass Derive aus dem ehemaligen Lyra-Protokoll hervorgegangen ist und sich Derive in der Zwischenzeit auch zu einer Orderbuch-Liquiditätsbörse gewandelt hat. Wir kennen das vielleicht von anderen DeFi-Protokollen, wo oft ein Liquiditätspool zum Stellen der Handelsliquidität bereitgestellt wurde. Das ist allerdings bei Derive nicht der Fall. Hier ist es tatsächlich auch so wie bei einer klassischen Börse, wo Käufer und Verkäufer über einen Matching-Algorithmus in einem Orderbuch auch zusammengeführt werden. Momentan sind über 100 Millionen US-Dollar Total Value Locked auf Derive hinterlegt. Einmal natürlich für den Liquidationspool, aber auch die Kollateralwerte, die zum Handeln auf Derive notwendig sind. Das Protokoll Derive bietet nämlich nicht nur klassischen Optionshandel, sondern auch Futures Trading an, auf natürlich mehrere Basiswerte, wie wir auch hier in den Metriken selbst entdecken können. Was ganz spannend an Derive ist der Umstand, dass dieses Protokoll eine hybride Trading-Architektur bietet. Was bedeutet das? Wir haben ja einmal ein sogenanntes Off-Chain-Matching über ein Orderbuch und gleichzeitig ein On-Chain-Settlement über Smart Contracts. Für diejenigen, die Aevo vielleicht auch schon kennen, das ist mit dieser Plattform sehr, sehr vergleichbar. Warum hat Derive, aber auch Aevo das so gemacht? Naja, weil eben diese hybride Architektur die Vorteile beider Welten vereint. Wir haben hier beim Off-Chain-Matching eben eine sehr hohe Schnelligkeit und eine sehr hohe Kosteneffizienz. Durch die Tatsache, dass eben sehr, sehr viele Käufer und Verkäufer durch das Orderbuch viel, viel schneller zueinander geführt werden können. Gleichzeitig haben wir aber das On-Chain-Settlement und das schafft eben die Vertrauenslosigkeit und die Erlaubnisfreiheit, sprich, das sorgt dafür, dass der Ethos von Krypto einfach erhalten bleibt. Und das führt natürlich dazu, dass wir somit eine Performance ähnlich einer zentralen Exchange haben, ohne blind auf die Plattform vertrauen zu müssen und ohne der Willkür von irgendwelchen Menschen ausgeliefert zu sein. Wenn wir mal in die App direkt einsteigen, stellen wir fest, dass es 3 verschiedene Handelsbereiche gibt. Hier einmal den Bereich Optionen, dann die Perpetual Futures und den klassischen Spothandel. Das Protokoll bietet grundsätzlich einmal zur Übersicht über den Optionshandel die klassische Optionskette, wie wir es hier auch im Endeffekt sehen. Und diese kann vollkommen individualisiert werden, was die Spalten angeht. Wenn euch also zum Beispiel die verschiedenen Griechen interessieren, könnt ihr diese hinzufügen oder abwählen. Wenn ihr andere Informationen haben wollt, sind die ebenfalls, wie schon gesagt, höchst individuell einstellbar. Es gibt, wie ihr hier selbst seht, kurze, aber auch längere Restlaufzeiten bei den Optionen. Allerdings ist hier zu erwähnen, dass die Liquidität besonders bei den längeren Kontrakten, also bei den Kontrakten mit einer längeren Restlaufzeit, eher
dünn ist. Bedeutet, dass die Spreads zum Teil relativ weit werden und hier gewisse Trades dann nicht mehr so sinnvoll sind. Grundsätzlich deshalb immer Empfehlung von uns, Derive Optionen mit Limit Orders handeln, um eben zum einen die Spreads zu reduzieren, aber auch die Gebühren zu reduzieren. Warum? Solche Plattformen, die Orderbuch-Liquidität anbieten, leben natürlich von dem Umstand, dass die Spreads relativ gering sind. Wenn ihr mit einer Marktorder reingeht, dann greift ihr natürlich die ganzen Limit-Orders, die dazu führen, dass die Spreads enger werden, ab. Deswegen sorgt ihr dafür, dass die Spreads durch die Market Orders geweitet werden. Ihr bezahlt deswegen eine höhere Gebühr. Genau andersherum, wenn ihr mit einer Limit Order handelt und relativ nahe am fairen Wert der Option eine Limit Order bereitstellt, werden die Spreads enger. Somit, wenn die Spreads enger werden, wird die Handelsplattform für viele Trader und Investoren attraktiver und das vergütet euch die Plattform wiederum mit geringeren Handelsgebühren. Als momentane Basiswerte seht ihr hier, sind natürlich Bitcoin und Ether vertreten, aber auch natürlich kleinere Altcoins bzw. größere Altcoins wie Hyperliquid, Solana, XRP, ZEC, Cardano, CC, aber auch, und das ist ganz interessant, Tether Gold. Und hier könnt ihr tatsächlich Optionen auch auf Edelmetalle traden. Insgesamt kann man zur Benutzeroberfläche sagen, dass sie sehr aufgeräumt und organisiert wird. Unten habt ihr grundsätzlich mal die Positionen, in denen ihr auch eure Orders und die Griechenübersicht habt, damit ihr das Risiko und die aktuell offenen Positionen besser einschätzen könnt. Rechts habt ihr hier die Ordermaske und ein Wettentwicklungsprofil. Und dieses Wettentwicklungsprofil ist natürlich besonders nützlich, um die Wettentwicklungsprofile von bestimmten Strategien besser verstehen zu können. Wenn ihr also zum Beispiel eine Optionsstrategie eingehen wollt, die 2, 3, 4 Komponenten hat, zum Beispiel einen Straddle, zum Beispiel einen Strangle und so weiter und so fort, dann wird euch hier, wenn ihr mehrere Optionen anklickt, wie wir es zum Beispiel hier jetzt getan haben, dann genau dieses Wertentwicklungsprofil angezeigt. Hier ist es zum Beispiel ein Spread, wie ihr auch hier oben sehen könnt. Da wird dann der Call Spread eben auch angezeigt und je nachdem, welche Strategie ihr auswählt, wird das korrekte Wettentwicklungsprofil, aber auch der korrekte Name hier eben angezeigt. Das Schöne ist auch, dass die Übersicht vollkommen individualisierbar ist. Also einmal die Fensterinhalte, die Fenstergröße, wie ihr selber im Endeffekt auch sehen könnt, aber auch die Fensteranordnung. Ihr könnt es überall so hinschieben, wie ihr es im Endeffekt auch haben möchtet und könnt auch andere Fensterinhalte mit dazu tun oder auch wieder entfernen. Und das macht die ganze Sache natürlich sehr, sehr individuell. Ihr seid nicht darauf angewiesen, hier eine Übersicht von der Stange, man könnte sagen, zu benutzen, sondern ihr könnt das auf eure Vorlieben genau ausrichten. Für diejenigen, die mit etwas komplexeren Optionsstrategien noch nicht so firm sind, hat Derive auch einen sogenannten Strategiebilder zur Verfügung gestellt und genau dieser lässt euch eben diese komplexen Strategien mit relativ wenigen Klicks zusammenstellen. Ihr könnt hier aus einer Markterwartung wählen. Und dann werden euch im Endeffekt auch die dazugehörigen Strategien angezeigt, die ihr, wie schon gesagt, mit wenigen Klicks umsetzen könnt. Was auch sehr positiv hervorzuheben ist, ist der Umstand, dass ihr euer Trading-Kollateral über relativ viele verschiedene Blockchains einzahlen könnt. Ihr könnt hier ganz klassisch über Ethereum, aber auch über Arbitrum und Optimism, Flare, Solana und so weiter und so fort einzahlen. Und auch die unterstützten Assets sind relativ breit gestreut. Ihr könnt auch zum Teil Edelmetalle, also XAUT, gestakte Ethina, US-Dollar einzahlen, gestakte Ether und so weiter und so fort. Also auch Yield-Bearing Assets, die euch während der Verwendung des Trading-Kollaterals noch zusätzliche Rendite abwerfen. Das Settlement, also die komplette Abrechnung der Optionen und Futures, erfolgt allerdings gegen USDC. Bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel gestakte Ethina USDI hinterlegt, dann werden USDC gegen diese geliehen und natürlich dafür Zinsen erhoben. Das Schöne ist aber, dass in den allermeisten Fällen die Verwendung von Yield Assets sehr interessant ist, weil die erhaltenen Zinsen von zum Beispiel gestakten Ether oder gestakten Ethina USD höher sind als die Zinsen, die ihr für den USDC-Kredit beim Settlement bezahlt. Natürlich sind auch Stillhaltergeschäfte bei Derive möglich, sodass ihr
wie ihr im Strategiebilder auch schon gesehen habt, hier zusätzliche Rendite mit euren Bitcoin, Ether, Solana und so weiter und so fort vornehmen könnt. Und das sogar gehebelt. Es ist also nicht notwendig für einen verkauften Bitcoin Call und dafür dann die Optionsprämie zu erhalten, einen kompletten Bitcoin zu hinterlegen, auch wenn das natürlich für Stillhaltergeschäfte schon Sinn macht. Ihr könnt sogar diese Stillhaltergeschäfte hebeln bis zu einem Hebel von etwa 6 bis 8. Das kommt auf das Kollateral drauf an. Deswegen gibt es natürlich auch, dadurch, dass man es hebeln kann, Liquidationen in diesem Protokoll und deswegen geht mir bitte sehr bewusst und sehr vorsichtig mit diesem Mechanismus um. Insgesamt also betrachtet macht Derive einen wirklich guten Job und es macht Spaß, mit dieser Plattform zu arbeiten. Die Gebühren sind sehr günstig, besonders wenn ihr als Market Maker aktiv seid und Limit Orders nutzt. Die Liquidität bei Bitcoin und ETH ist sehr, sehr gut. Bei den anderen Werten und vor allem bei länger laufenden Kontrakten bei Bitcoin und Ether allerdings noch ausbaufähig. Die Bedienung ist unseres Erachtens sehr intuitiv und die Anzeigenwerkzeuge verbessern das Verständnis besonders für Anfänger und diejenigen, die noch relativ neu in dem ganzen Space sind. Wir haben eine große Auswahl an Blockchains und Assets zum Hinterlegen unseres Kollaterals. Die Dokumentationen sind sehr, sehr ausführlich und die ganzen Erklärungen, die nebenzu noch verfügbar sind, runden den sehr positiven Eindruck ab. Wenn ihr Optionen dezentral und vor allem professionell handeln wollt, werdet ihr mit Derive höchstwahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Auch in unserer Mastermind-Gruppe nutzen wir dieses Protokoll für unsere Optionstrades. Schaut also einfach mal unverbindlich vorbei, wenn ihr bei diesen Trades mit dabei sein wollt. Abonniert auf alle Fälle auch diesen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Hier ist ganz besonders zu erwähnen, dass auch das Protokoll Hyperliquid momentan am eigenen Optionsprotokoll arbeitet und sobald die Alpha-Phase, also die erste Testphase von Hypercall vorbei ist, werden wir ebenfalls darüber berichten. Also abonniert, um auch dieses Video über die nächste hoffentlich interessante Optionstrading-Plattform nicht zu verpassen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, euer Kommentar und euer Like und bis zum nächsten Mal.